Willkommen zurück, liebe Zocker und YouTuber, zu einer weiteren Portion Blut und Wein hier in The Witcher 3. Ja, wir haben hier gerade in der Gruft die Bruxa oder Brua vernichtet, die die Beweise beseitigen sollte über den Angriff, über den jüngsten Angriff des Monsters von Toussaint. Ja, und dabei haben wir erstens im Mund des Opfers ein paar Münzen gefunden und zweitens wollte die Brua wohl, ja, eine Hand, eine Monsterhand beseitigen. Und wir wissen nicht so genau, was es damit auf sich hat, aber auf jeden Fall wollen wir jetzt hier, was wollen wir überhaupt machen? Palmerin aufsuchen, damit er uns zur Herzogin bringt. Genau. Da das hier gerade um die Ecke ist, wenn wir uns dahin begeben, haben wir noch irgendwas unterwegs? Ne, komm, dann bewegen wir uns so ganz grob in die Richtung. Ein bisschen zu Fuß, weil ich möchte noch ein paar Pflanzen sammeln. Ich habe nämlich noch nicht alle Bomben auf Maximum und das möchte ich ehrlich gesagt noch... Ne, Pechdraht brauchen wir nicht. Das möchte ich ehrlich gesagt noch so nach und nach machen. Das heißt, die Plötzer lassen wir mal kurz stehen. Steht ja nicht im Halteverbot. Ha, ho, ho. Weiß nicht, ach, die Pflanze ist innen irgendwo. Ne, komm. Außerdem ist die Landschaft schön. Da können wir ruhig mal einen kleinen Weg laufen. Ja, und die Pflanzen, die vergesse ich gerade alle. Wunderbar. Die lasse ich alle links liegen. Ach, das ist... Bin ich hier bei dem Turnier? Hört ihr das? Da wird gejubelt. Nichtsdestotrotz hole ich mir dennoch hier diese Pflanzen. Hundspetersilie streue ich mir mal an den Salat, extrem lecker. Naja, hier ist ein Turnier. Gleich um die Ecke. Da, wo gerade noch die Bruxa ihr Unwesen trieb, gleich um die Ecke ist ja Halligalli. Ah, hier sieht es ja cool aus. Da möchte man glatt mitmachen. Sehr, sehr nice. Oh, und da ist ein Schmied. Und da wir ja entsprechende Runen drauf haben, müssten wir eigentlich mal kurz unsere Waffen verbessern. Nee, nicht aufnehmen. Wo ist denn hier der Schmiedestein? Egal, komm, wir quatschen erstmal mit ihm hier. Wir können ein paar Sachen verkaufen. Ah, a professional. I like to trade with your kind. You actually appreciate quality workmanship. So sieht's aus. Anfertigen, Luft... Nein, gewinnt nicht. Was verkaufst denn du? What have you got there? So, wir verkaufen natürlich erstmal den ganzen Kladderadöns. Ja, was haben wir denn da? Hier, das kommt weg. Toussaint, ja, das... Wie gesagt, wir brauchen Geld. Wir haben oben, seht das, 1600. Was haben wir da? Eine Dahlie. Das behalte ich, das überlegene Katzenstahlschwert, weil, ja, da können wir vielleicht irgendwas mitmachen. Das behalte ich aus Nostalgiegründen, den Spaten des Pedels. Ophirischen Kilditch, ich glaube, den können wir auch verkaufen. Komm, verkaufen wir auch. Wir machen mal ein bisschen Geld hier. Und auch die Sachen, die sind ein bisschen besser als meine jetzigen Klamotten, aber ganz ehrlich, nicht so, dass es sich lohnt, dafür umzusockeln. So. Einmal sortieren. Und haben wir noch irgendwas hier? Davon möchte ich nichts verkaufen. Das sind Crafting-Materialien. Nee, davon auch nicht. Nee, den Rest lassen wir mal so. So, was hast denn du hier im Angebot, mein Freund? Ich bräuchte mal ein Waffenreparaturset. Kosten 166, 2 Stücke. Okay, komm, gib her. Meisterwaffenreparaturset lassen wir erstmal. So, handeln, zerlegen, aber was du mal machen kannst, ist Verbesserung, reparieren kannst du mal. Reparieren, Leertaste, verwendete Ausrüstung, reparieren. 300, super. Und schon ist das Geld wieder weg. Nein, wir haben noch 2,6, ist alles okay. So, wir haben repariert. Danke sehr, der Herr. So long. Schön Bart hast du. So, und dann haben wir da einen... Was haben wir hier? Ach, hier können wir benutzen. Deine Gegenstände wurden aufgewertet. Sehr cool. Okay. Und wer bist du? Rüstungsschmied. Abercrombed and greft or fluted, whatever your heart's desire.
Ich hätte gern die Manticore-Rüstung für Hexe, aber ich glaube, die hast du nicht, ne? Würdest du etwas für mich anfinden? Zeig mal, was du hast. Let's see what you got in stock. Ich denke mal, hier auf so einem Turnierplatz finden wir das nicht. Nee, da ist auch nur so Klimbim. Da finden wir auch keine entsprechenden Rezepte, nehme ich mal stark an. Anfänger, nee. Das können wir alles erstmal lassen. Brauchen wir erstmal nicht. So, ich spare mir auch erstmal das Geld, weil ich habe die Vermutung, dass ich das Geld für die Manticore-Rüstung brauche oder für mein Anwesen später, um das überhaupt zu kaufen. Och, hier, guck mal, was hier... Irgendwo kann man hier was pflücken, da, ne? So. Finden wir ihn hier? Wo ist er denn? Da steht er, oder? Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Store is done. Go find your parents. But the Palmerine, what about the story of Rittik and the dragon? They're tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Nein, das stimmt nicht. Der Stärkere siegt. Ich bin ja der Düstere. Much as we might not like it, virtue's got nothing to do with it. Victory goes to the stronger. So, is there no point to being virtuous? Not what I said. Then what's needed to vanquish villains? A sharp sword and some skill. But what if there's lots of villains and they've sharp swords too? And lots of skill. That's where virtue starts to matter. As they say, the gods reward the virtuous after death. Now, that will do for questions. Go find your parents. Habt ihr gehört? Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Na dann mal auf zur Herzogin. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As you will soon see. Oh oh, was ist das denn? Someone's gonna fight a Shalmar? With some elves on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. Ich wette, das Vieh macht gleich Ärger. Sache ist gefährlich. Sollte nicht so quälen. Bleibt bitte, wie ihr wollt. Sagen wir ihm die Wahrheit. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of the sort at the arena in Nürnberg. There, a knight defeated a Shalmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shalmar might have been lame. Who knows? Only a Witcher has a real chance against a healthy Shalmar. And that's not even every Witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd? Plain irresponsible. So, okay, das heißt, wahrscheinlich bricht das Viech gleich aus und ich hab's an der Backe. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Mentioned he'd promised his heart's capture a monster trophy. Great love demands great sacrifices. Der schon gegen den Riesen nichts hat ausrichten können? Na super. Let's go. Ich glaube, dem muss ich noch ein paar Mal den Poppes retten. Oha, jetzt geht's los. Guillaume, das wird doch eh nix. Ich sehe das schon kommen. Vor allem nicht in den Plünnen, die du da anhast. Spanier, Spanier, Spanier. Nee, das war ein anderer Film. my imminent victory to fair Lady Vivian. Ist wahr, Vivian ist blond. Und er trägt It's bunt. begun. The fight shall have to end first. We must wait.
das geht schief. Got a bad feeling about this. Oh, und weg mit der Glocke. Damn it. Ja, mach schön Krach. Oh, oh. We have to help him. Ja, woher wusste ich das nur? Woher wusste ich das nur? Oh je, oh je. Moment. Verbesserter Teufelsbovist, verbesserter tanzender Stern. Komm. Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Schutzschild haben. Doch, war richtig. Wow. Au. Hat ihn gar nicht gekratzt. Ich habe so den Verdacht, Feuer ist das... Okay, Moment, wir müssen mal... Cam, halt ihn auf. Wir müssen kurz... vielleicht Gift und überliegender Mondstaub. Nee, Gottes Willen, Drachentraum, verbesserter. Nordwind einfrieren, gute Idee. So, Teufelsbewusst und einfrieren. Okay, komm, wir probieren's. Hier. Moment, er hat ihn gleich besiegt. Während ich hier noch sortiere. Ja, sag mal aus, was ist er denn? Das stört ihn gar nicht, kann das sein? Hallo, mein Dicker. Bist du eingefroren? Vorsicht, nicht von vorne. Komm, nochmal eine Eisbombe. Ich glaube, er ist ein bisschen angefroren, aber... Oh, stört ihn gar nicht. Deckung. Ruhe. So, nochmal. Bömmchen. Ah, komm schon. Wo hat denn der seine Schwachstelle? Der kleine Dicke. Okay, ich glaube, er ist einfach nur ganz stabil. Okay, also einfrieren ist nicht so der Brüller. Probieren wir es mit einem Bovisten. Ist er vergiftet? Okay, man kann ihn vergiften. Macht allerdings auch nicht sonderlich viel Schaden. Na, aus. Schild an, komm. Okay, stört ihn kaum. Also ein langer Kampf. Er ist ein stabiles Kerlchen. Ja, ist gut jetzt. Jetzt hat er ihn umgekegelt. Super. Ja, komm. Er ist umgekippt. Jawohl, ins Bäuchlein. Ja, das war's. Okay, wie kriegen wir das nochmal hin? Komm, kipp nochmal um, mein Dicker. Einfach nochmal umkippen. Jawohl. Wie mache ich das? Wie kriege ich das hin, dass der sich so umdreht? Halt die Klappe da oben. Ich hau dich sonst da oben runter. Was ist denn jetzt los? Was macht es? Kann es aufhören damit? Da, er ist hingefallen. Er hat sich Aua gemacht. Da, hau rein. Auf die Weichteile. Was für ein Ungemach. Aber er war nicht schwer. The Shelma lies defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Ja, langsam dürfte Guillaume sauer auf mich sein. Ständig muss ich ihn den Boppes retten und jetzt auch noch vor versammelter Mannschaft hier. Master Geralt, do what you must. Finish the deed. Komm. Nein, ich bin der Bösewicht. It's suffered enough. Bleib in deiner Rolle. The monster lies slain. The fight is done. Praised be the victors.
So, der Gluma ist erledigt. Jetzt ist er stinkig auf mich. Wetten das? The lad came damned close to dying. Fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Oh Gott, muss ich ihm jetzt Schützenhilfe leisten bei Vivian? Geralt. We must talk. Ja, ja, Vivian. du willst We Vivian, shall ich talk weiß. later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Erstmal zurechtweisen. Your Grace. Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. What about the crowd? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. Na gut, na gut. Okay, dann erzählen wir ihr mal, was wir rausgefunden haben. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Tja, was wäre wohl passiert, wenn wir ihn nicht umgebracht hätten? Also den Gluma. Aber ich bleib in der Rolle drin, der Stinkstiefel. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged and quartered. Eine verschmähte Dame? Fragezeichen. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace. Witcher. Greetings. Das sieht doch endlich mal nach einem Mann aus hier, nicht nach diesen ganzen tuffig angezogenen Kerlchen. Ich brauche zweierlei Informationen und Zugang zu einem Labor. Es tut mir leid, aber ein Bruxer hat einige Wachmänner umgebracht. Naja, erzählen wir erstmal das mit dem Bruxer. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body. I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No, a Bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is.
Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat. Interessant. Ich bleib mal pauschal. Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. Ich habe ein Weingut gekriegt. Na, das fängt ja cool an. Ich dachte, das kriege ich erst am Ende, aber ich kriege quasi einen Vorschuss. Sehr schön. Wunderbar, da gehen wir nachher gleich mal hin. Aber jetzt brauchen wir natürlich erstmal ein paar Informationen. How did it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Das klingt alles nach Ritualmorde, ne? Die Münzen in dem Mund, das Drapieren an dem Pranger. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. Beides Ritter, also sagen wir mal Adlige.
Und beides, ja, quasi Rituale. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Okay. Also alles Ritter, die sich zur Ruhe gesetzt hatten, wurden so ermordet, dass quasi ihr Leben karikiert wurde. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if they... Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? Honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Lass mal gucken. Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit, Mitgefühl. Ich muss jetzt spontan an den Film 7 denken. 5 Morde für 5 Tugenden? Fragezeichen. Ja, da sagt das ja. 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. How we truly came to espouse them, none remember. In Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Wie die waren eine Ritterschar. They were a team? They were close friends, tightly knit, and as such earned the trust of our father, the Duke. We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's a lead, I'm sure. Okay, aber der Milton, der war doch nicht feige. Der hat sich auf die Banditen gestürzt und der hat sich auf den Riesen gestürzt. Also, als feige würde ich ihn wirklich nicht bezeichnen. Aber, na gut, vielleicht nimmt das Biest da auch nicht so genau. Your Grace, we need to find Milton immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start.
and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the gardens searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Genau, das kommt nicht in Frage und deswegen passiert ja auch kein Mord. Your Grace! Sie hat sich, wie soll man sagen, bequemer gemacht. What the hell? Why, I should... Your Highness, Mind it doesn't get wrinkled. Madame Reiten in Unterbuchsen. Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Also, habe ich das richtig verstanden? Wir müssen einen Hasen suchen, also Milton im Hasenkostüm. Na, das wird ja heiter. Jetzt stecken wir mitten in der Story drin.